meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man die Antriebskette erneuern kann. Ich mache das an meiner Yamaha XL6. Viel Spaß! Kette wechseln ist ja schön und gut, aber wie erkenne ich, dass meine Antriebskette verschlissen ist? Das wollte ich euch kurz mal zeigen. Als ersten Schritt hebe ich das Motorrad hinten an, damit sich das Hinterrad frei drehen lässt. Und das mache ich mit so einem Motorradheber hier. Ich habe mir auch mal so einen Motorradheber gekauft, aber von dem halte ich nicht viel. Sehr schwierig, ein Moped damit hochzuheben und dann ist das Ding auch noch sehr wackelig. Am besten geht es zu zweit. Der eine hält das Motorrad vorne am Lenker in der Fahrposition und der andere hebt es hinten an der Schwinge an. So, das war's schon. Bei der Antriebskette gibt es keine festen Vorgaben, wann die gewechselt werden muss. Es kommt immer auf die Pflege und die Fahrweise an. Wenn ich jetzt nur Volldampf fahre und die Kette selten bis gar nicht pflege, ist die Kette sehr schnell verschlissen. Fahre ich einigermaßen normal und pflege die Kette, hält die schon eine ganze Weile. Eine verschlissene Kette erkennt man, wenn man die Kette vom Kettenrad deutlich abheben kann, so wie hier. Wenn der Kettensatz in Ordnung ist, geht das nicht. Dann macht sich ein verschlissener Kettensatz durch höhere Laufgeräusche bemerkbar. Bei mir rasselt die schon ziemlich laut beim Fahren. Das hört man auch so schon, wie die rasselt. Die Antriebskette darf sich auch nicht zu stark ungleich lenken oder generell nicht zu weit gelenkt sein. Das kann man zum Beispiel mit so einer Kettenprüflehre nachmessen. Wie die funktioniert, steht drauf. Oder der Hersteller gibt ein Maß vor. Bei mir soll man den Abstand zwischen 16 Bolzen messen. Und wenn es mehr als 239,3 mm auseinander ist, muss die Kette neu. Aber das variiert immer vom jeweiligen Hersteller und Modell. Man muss auch an mehreren Stellen messen. Das waren so die wichtigsten Faktoren, die man kontrollieren sollte. Es gibt ja noch ein paar, aber die wären nur dann relevant, wenn man nur die Kette tauscht. Was ich aber keinem empfehlen würde. Ich tausche immer das Kettenritzel und das Kettenrad mit der Kette zusammen aus. Da sollte man auch nicht sparen, denn hier geht es um die eigene Sicherheit. So, nun fangen wir mal an. Als erstes nehme ich den Kettenschutz und die Motorritzelabdeckung ab. Das sind jeweils 3 Schrauben. Und hier 2 Schrauben und hier hinten eine Mutter. Als nächsten Schritt die Mutter vom Motorritzel abschrauben. Denn jetzt hat man noch die Möglichkeit, mit der Hinterradbremse über die Kette gegenzuhalten. Als nächstes schneide ich die Kette einfach mit einer Flex durch, da ich eine offene Kette mit Nietschluss wieder einbaue. Dafür braucht man zwar so einen Kettenvernieter, aber der kostet unter 20 €. Man muss nicht die ganze Schwinge abbauen, wenn man eine Endloskette verbaut. Ich habe so ein Stück Pappe hier hintergeklemmt, damit mir die Funken nicht auf die Felge und den Reifen kommen. Das kann man jetzt wieder rausnehmen und die Kette abnehmen. Der nächste Schritt ist das Hinterrad ausbauen. Für die Leute, die ABS haben, die müssen vorher den ABS-Sensor ausbauen. Der sitzt circa hier auf der Sensorplatte und ist mit einer Schraube festgeschraubt. Bei mir ist es nicht dran, da ich kein ABS habe.
Dann suche ich mir immer ein Brett oder ein Kantholz, was genau unter das Rad passt. Das schiebe ich so drunter. Das erleichtert den Außeneinbau, vor allem wenn man es alleine macht. Als nächstes die Achsmutter mit einer 22er Nuss abschrauben. Wenn es sich mitdrehen sollte, mit einem 19er Schlüssel von der anderen Seite gegenhalten. Die Scheibe ist schon von selbst abgefallen. Auch gut. Jetzt nimmt man noch die Markierungsplatte ab. Normalerweise müsste man jetzt mühevoll das Hinterrad hochhalten und die Achse rausziehen. Aber durch das Brett braucht man das nicht machen. Jetzt zieht man nur ganz easy die Achse raus. Und nimmt ganz gemütlich das Hinterrad raus. Auf den Bremssattel ein bisschen aufpassen. Den kann man so hier einklemmen. Was noch ganz wichtig ist, das Rad nie auf der Bremsscheibe ablegen. Legt euch immer ein paar Kanthölzer unter. So kann sich beim Arbeiten nicht die Bremsscheibe verziehen. Als nächsten Schritt wechsle ich das Kettenrad. Dazu schraubt man die 6 Muttern mit einer 14er Nuss ab. Bevor ich das neue Kettenrad einbaue, mache ich alles ein bisschen sauber. Lasst das Distanzstück am besten drin und achtet darauf, dass kein Reiniger hier reinläuft. Das wäre vielleicht nicht so gut für das Lager. Ich mache das mit einem Industriereiniger und einem Pinsel. So, jetzt ist alles schön sauber. Ich habe die Gewinde mit einer Drahtbürste auch ein bisschen sauber gemacht. Nun kann man das neue Kettenrad drauf machen und die Muttern ansetzen. Die Muttern werden jetzt schrittweise und über Kreuz mit 80 Newtonmeter festgezogen. Bei über Kreuz wäre das die folgende Anzugsreihenfolge. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ich fange mit 10 Newtonmeter an, damit sich das Kettenrad setzt. Danach mit 40 Newtonmeter und zum Schluss mit 80 Newtonmeter. Nun kann das Hinterrad wieder eingebaut werden. Bevor man das Rad einbaut, drückt die Bremsbeläge so weit ihr könnt auseinander. Dann geht die Bremsscheibe viel leichter wieder rein. Die Achse habe ich auch sauber gemacht und dünn eingefettet. Jetzt das Rad wieder rein. Den Bremssattel auf die Achse stecken und darauf achten, dass der in der Schwinge richtig sitzt. Das Rad ausrichten. Wenn alles richtig sitzt, Achse wieder rein. Markierungsplatte drauf, Scheibe drauf und die Mutter erstmal nur handfest anziehen. Da meine alte Kette schon sehr stark gelenkt war, ist der Kettenspanner auf der vorletzten Stufe. Den muss ich jetzt nach vorne stellen, sodass er ungefähr hier vorne sitzt, auf der ersten Kerbe. Dazu braucht man 2 12er Schlüssel. Mit dem einen gegenhalten und mit dem anderen lösen. Wird ja jeder von euch kennen. Ich drehe die jetzt mal ganz nach hinten. Das sollte reichen. Auf der anderen Seite habe ich es schon gemacht. Jetzt das Rad nach vorne.
Und sieht gut aus. Als nächstes die Scheibe und das Kettenritzel rausnehmen und durch das neue ersetzen. Scheibe drauf. Laut Hersteller immer eine neue Mutter verwenden. Die braucht man jetzt nur ansetzen. Die wird später festgezogen, wenn die neue Kette eingebaut ist. Eine neue Mutter ist nicht billig, ich weiß. Aber da die an 2 Stellen verstemmt werden muss, damit sie sich nicht von alleine lösen kann, sollte man an der Stelle nicht sparen. Bevor ich die Kette einbaue, fette ich das Nietschloss schon mal mit Kettenfett ein. Erstmal hier unten. Dann die Ohrringe. Noch ein bisschen Fett oben drauf. So kann man es einbauen. Ich habe hier unten noch eine saubere Folie hingelegt. Falls die Kette auf den Boden kommen sollte, bleibt kein Dreck an ihr kleben. So, die neue Kette ist da. Das Nietschloss ist hier. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Ketteneinbau. Hier rüber. Hier rum. Hier noch durch. Das Nietschloss hier rein. Und hier rein. Nun werden die Innenlaschen noch mit Kettenfett eingefettet. Dann die beiden Ohrringe. Und die Außenlasche. Jetzt wird die Außenlasche erstmal mit den Fingern angedrückt. Kommen wir mal kurz zu dem Kettenvernieter. Der hat 2 Seiten. Diese Seite braucht man zuerst. Denn hier in die äußere Fräsung passt genau die Außenlasche rein. Und hier innen ist genug Platz, damit die Bolzen nicht gegen die Platte drücken können. Und so kann die Außenlasche, die hier jetzt noch raussteht, so weit auf die Bolzen gedrückt werden, bis die Außenlasche genau bündig mit den daneben liegenden ist. Machen wir das mal. Jetzt wird es so angesetzt und beide Schrauben bis zum Anschlag rangeschraubt. Genau mittig positionieren. Jetzt hält man mit einem 30er Schlüssel hinten gegen und schraubt mit einem 5er Imbus immer abwechselnd die Schrauben Stück für Stück rein, bis die Außenlasche bündig sitzt. Immer mal gucken, wie es aussieht. Muss noch ein Stück. Sieht gut aus. Jetzt kann ich das Ding wieder abnehmen.
So sieht es jetzt aus. Man kann mit einem Messschieber auch genau nachmessen. Man misst den daneben. Der hat 16,7 mm. So viel sollte der circa auch haben. Der hat 16,8 mm. Würde ich so lassen. Wenn er jetzt mehr hätte, würde ich nochmal nachdrücken. Wenn man aber schon zu weit gedrückt hat, kann man mit einem kleinen Abzieher das Nietschloss wieder zurückdrücken, bis es passt. Wenn alles passt, kann man jetzt die Kette vernieten. Das macht man jetzt mit dieser Seite mit der Spitze. Die wird wieder so ähnlich angesetzt wie vorhin. Nur dass jetzt die Spitze genau in die Hohlniete reinkommt. Wieder die beiden Schrauben bis an die Platte ranschrauben. Und unbedingt darauf achten, dass die Platte gerade zur Kette steht. Die darf auf keinen Fall schief stehen. Als nächstes nimmt man sich einen Drehmomentschlüssel und stellt ihn auf 17 Newtonmeter ein. Das ist das Max-Drehmoment, was der Hersteller vorgibt. Dann hält man wieder von hinten gegen und schraubt abwechselnd in 90 Grad Schritten die Schrauben an, bis bei beiden der Drehmomentschlüssel auslöst. Dann ist man auch schon fertig. Das war's. Ich habe jetzt schon beide vernietet und das Ergebnis sieht sehr gut aus. Jetzt muss noch der Kettendurchgang eingestellt werden. Bei einer neuen Kette ist es meistens in der Mitte von den Markierungen. Ich habe schon auf beiden Seiten kurz vor dem dritten Strich eingestellt. Der Durchgang soll hier unbelastet zwischen 45 und 55 mm liegen. Na dann messe ich mal. Der unterste Wert liegt bei 78 mm und der oberste Wert liegt bei 28 mm. Macht einen Durchgang von 50 mm. Perfekt, kann man so lassen. Jetzt werden die Kontermuttern auf beiden Seiten mit den 2 12er Schlüsseln wieder festgezogen. Mach die nicht zu fest. Jetzt messt nochmal den Kettendurchhang. Manchmal verstellt sich da noch eine Kleinigkeit. Wenn es verstellt ist, nochmal kurz nachkorrigieren. Wenn alles in Ordnung ist, kann man die Achsmutter mit einer 22er Nuss und 90 Newtonmeter festziehen. Falls sich die Achse mitdrehen sollte, mit einem 19er Schlüssel auf der anderen Seite gegenhalten. Jetzt die Hinterradbremse ein paar Mal betätigen, bis der Bremsdruck wieder da ist. Jetzt ist die Bremse wieder betriebsbereit und die Bremsbeläge wieder auf Position. Als nächstes ziehe ich die Mutter vom Motorritzel an. Dazu blockiert man die Hinterradbremse. Und kann jetzt die Mutter mit einer 30er Nuss und 85 Newtonmeter festziehen. Jetzt wird die Mutter noch an 2 Stellen verstemmt. Hier und hier, damit die sich nicht mehr lösen kann. Dafür kann man zum Beispiel so einen Dorn nehmen, einen schmalen Meißel oder einen Schlitzschraubendreher. So soll
sollte es ungefähr aussehen. Nur noch die Motorritzeabdeckung montieren und den Kettenschutz wieder ran. Und dann war es das auch schon. So, fertig. So ein Kettensatzwechsel dauert circa eine Stunde. Bis auf den Kettenvernieter braucht man kein spezielles Werkzeug. Was das für einer ist, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Man sollte die Kette auch immer regelmäßig nachfetten. Und zwar alle 500 bis 700 Kilometer. Am besten immer nach der Fahrt, dann hält so eine Kette auch ziemlich lange. Den Kettendurchhang sollte man auch immer regelmäßig kontrollieren. Auch ganz wichtig. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Ich wünsche euch immer eine gute Fahrt, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, eure Gina.